Der kleine Wombat, dessen Name noch unbekannt war, geriet unglücklicherweise in die Nähe eines riesigen Pferdes. In einem unglücklichen Augenblick stieß das Pferd gegen das Baby-Wombat und der Aufprall war so heftig, dass das kleine Wesen schwer verletzt wurde. Es konnte sich kaum noch bewegen und sein Schmerz war unermesslich. Mit letzter Kraft und unermüdlichem Willen schleppte sich der Wombat zu seinem Bau, in der Hoffnung, dort Schutz und Rettung zu finden. Doch das Pech klebte ihm wie ein düsterer Schatten an den Fersen. Unvorhergesehen hatte es kürzlich geregnet und der Boden um seinen Bau hatte sich in eine klebrige, undurchdringliche Masse verwandelt. Der junge Wombat steckte fest und konnte sich nicht mehr bewegen. In der Ferne hörten die Menschen von einem verletzten Tier und sofort setzte sich ein Rettungsteam in Bewegung. Sie kamen so schnell wie möglich an, aber es war zu spät. Der kleine Wombat hatte den Kampf gegen seine Verletzungen und die unfreundliche Umgebung verloren. Er starb in den Armen der Retter, die traurig und machtlos dastanden. In seiner Tasche fanden sie jedoch eine winzige Überraschung. Ein weiteres Wombat-Baby, das sich eingerollt und verängstigt verkrochen hatte. Dieses Jungtier, von den Rettern liebevoll Matzi getauft, hatte das schreckliche Ereignis überlebt und wurde gerettet. Matzi war zwar geschwächt und traumatisiert, aber sie lebte. Die engagierten Retter brachten Matzi sofort in ihre Rettungsstation, wo sie sorgfältig gewaschen und medizinisch versorgt wurde. Sie hatte eine lange und harte Reise vor sich, um sich von den traumatischen Ereignissen zu erholen. Als Matzi ankam, wog sie nur noch 3 Pfund, ein Schatten ihrer selbst. Die Hingabe der Retter, die ihr jedes Quäntchen Liebe und Pflege schenkten, half ihr wieder auf die Beine zu kommen. Es dauerte 18 Monate, bis Matzi vollständig genesen war. Die Retter hatten in dieser Zeit eine enge Bindung zu Matzi aufgebaut. Sie hatten miterlebt, wie aus dem traumatisierten winzigen Baby ein lebensfroher kleiner Wombat herangewachsen war. Doch sie wussten, dass es an der Zeit war, Matzi in die Wildnis zu entlassen, damit sie ein freies Leben führen konnte. Der Abschied war herzzerreißend, aber sie alle wussten, dass es das Beste für Matzi war. Matzi lebt nun in der freien Natur, umgeben von anderen glücklichen Wombats, die genauso sind wie sie.